Was würdest du tun, wenn sich dein Wohnmobil in den Bergen auf 2800 Metern plötzlich nur noch in eine Richtung lenken lässt? Genau das ist mir hier in den französischen Alpen passiert. Die Fahrt zum Col de la Bonnette war bis zu diesem Zeitpunkt noch ein echtes landschaftliches Erlebnis. Denn die Landschaft hier ist einfach der Hammer und die Straße windet sich langsam den Hang entlang den Berg rauf. Genau wie ich es mag. Und dann, in der letzten Kurve, ein lautes Knacken. Und plötzlich lässt sich mein Auto nur noch in eine Richtung lenken. Aber ich habe die letzten Meter bis zum Gipfel noch geschafft. Habe den Motor abgestellt, erstmal tief Luft geholt und dann die Lage gecheckt. Es zeigt sich, dass sich die Verschraubung des Lenkgetriebes gelöst hat und das Lenkgetriebe daraufhin aus seiner Position gerutscht ist. Der Transport ins Tal durch einen LKW-Abschleppdienst in dieser abgelegenen Gegend, auf dieser Höhe und bei diesen engen und steilen Kurven ist riskant und kostet laut ADAC 3.000 bis 4.000 Euro. Also habe ich selbst Hand angelegt. Wenn sich das bewegen lässt, dann so. Drei Tage und Nächte verbringe ich hier oben, krieg viele Hilfsangebote von Fremden, Ratschläge per WhatsApp, Muttersprachler telefonieren mit Werkstätten und ich werde von Reisenden mit Wasser versorgt. Im Kriechtempo mit Warnblinkanlage und einer provisorisch mit Zurgurten reparierten Lenkung mache ich mich nach 3 Tagen schließlich auf die abenteuerliche Fahrt ins nächste Tal. 23 Kilometer über enge Kurven die steile Straße hinab. Die provisorische Reparatur macht zwar einen stabilen Eindruck, genug um die Fahrt anzutreten, aber jeder Meter bergab erfordert meine höchste Aufmerksamkeit. Die Hände fest am Lenkrad und die Augen auf der Straße rolle ich langsam in Richtung Tal, checke immer wieder auch die Entwicklung der Situation unter meinem Auto. Meine Konstruktion erweist sich als zuverlässig und rund 2 Stunden später erreiche ich Jauziers. Die ortsansässige Werkstatt hat allerdings frühestens in 4 Wochen für mich Zeit. 4 Wochen. In 4 Wochen kann er das machen. Und setzt schon für das Ersatzteil fast 2.500 Euro an. Einmal mehr zeigt sich, wie wichtig es ist, sich selbst helfen zu können. Da oben auf 2800 Metern Höhe, das war schon ein ziemlicher Kampf. Gegen die Technik, gegen sprachliche Herausforderungen und am Ende sogar gegen die Elemente. Oh, habt ihr gesehen? Gewitter kriegen wir auch. Aber das eigentlich Spannende an der ganzen Geschichte hat eigentlich erst hier unten angefangen. In diesem kleinen Ort hier. Inzwischen bin ich zwar auch schon 3 Wochen hier. 3 Wochen der Organisation, Recherche und des Einbaus der bestellten Ersatzteile. Verlorene Zeit, könnte man denken. Aber statt wie sonst das Reisen und Unterwegssein zu vermissen, komme ich hier neben den Reparaturarbeiten entgegen aller Erwartungen vom ersten Tag an mehr und mehr zur Ruhe. Ich war hier seit Ewigkeiten zum ersten Mal wieder auf einem Flohmarkt. Ich habe Obst auf dem Wochenmarkt eingekauft. Ich versorge mich regelmäßig am Brunnen mit frischem, klarem Wasser. Es gibt einen kleinen Supermarkt, in dem ich mich mit dem Nötigsten versorgen kann, Cafés, einen Bäcker und ich trage mein Baguette mit derselben Selbstverständlichkeit nach Hause, wie alle das hier tun. Es hat mich trotz aller Umstände gut getroffen. Jauziers ist ein charmanter kleiner Ort mitten in den Alpen, in dem man sich sofort willkommen fühlt. Besonders sympathisch finde ich die Wand mit einer Reihe von Plakaten, auf denen sich die Geschäftsleute persönlich vorstellen. Vielen der Gesichter, die einem hier entgegenlächeln, wird man beim Bummel durch die kleine Fußgängerzone in den Geschäften unweigerlich begegnen. Und ich habe hier eine ganze Reihe Menschen kennengelernt. Menschen, die mir in bitterster Not ganz selbstlos helfend zur Seite gestanden haben, mit denen ich mich angefreundet habe, weil sie interessante Geschichten zu erzählen haben. Und Follower meines Kanals habe ich auch getroffen. Das freut mich immer besonders, weil das für mich diese ganze YouTube-Sache erst so richtig greifbar macht. Hat uns gerade eine abenteuerliche Geschichte erzählt lassen. Jauziers steht sinnbildlich für das, was ich in Frankreich auf dieser und auch schon auf früheren Reisen erfahren und erleben durfte. Die Menschen lächeln.
Wildfremde grüßen auf der Straße. Bonjour, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Merci, Monsieur. Und es sind nicht einfach nur Floskeln, es kommt von Herzen. Sie sehen dir in die Augen, während sie dir das sagen. Und sie sagen es, als würden sie es wirklich so meinen. Die Zeit hier ist alles andere als verlorene Zeit. Ganz im Gegenteil. Es fühlt sich an, als hätte ich Zeit geschenkt bekommen. Nicht um möglichst schnell mein nächstes Ziel zu erreichen, sondern um langsamer im Hier und Jetzt zu sein. Das Leben fühlt sich auf einmal klarer, einfacher und irgendwie echter an. Da oben auf 2800 Metern Höhe hatte ich mein wahrscheinlich tiefstes Tief seit langem. Aber hier unten in diesem kleinen Ort habe ich erkannt, dass gerade unsere Tiefpunkte uns manchmal vielleicht zu den besten Dingen führen, die uns passieren können.